we're starting the fights, endless days, endless nights. Girl, you've come full circle. We've come full circle. I'm always locked up in here, making up for lost years. Oh, I've come full circle. I've come full circle. Das zu transportierende Gesamtgewicht beim Mistral Equipe 12.6 beträgt 10,6 Kilogramm. Das Beck ist gut ausgestattet und besitzt Extrataschen für Paddel und Fin und einen hervorragenden Tragekomfort. Hier sitzt alles an der richtigen Stelle, sei es halt die Schultergurte, die Höhe des Becks am Rücken, die Abstützung im Beckenbereich sind hier hervorragend gelöst und so lässt sich das Board hier leicht transportieren. Ausgeliefert wird das Board inklusive einer schlanken Kolbenpumpe, einem Reparaturset, was ausführlich gehalten ist, und einer Polycarbonat-Sichelfinne mit einem US-Box-System. Die Finne des Mistral Equipe lässt sich werkzeugfrei montieren. Das Board besitzt eine schlanke Nose, eine gleichmäßig leichte Verrundung über die gesamte Länge des Boards, welches dann in einem schlanken Pintail endet. Die Rockerline ist im gesamten mittleren Teil gerade. Hier setzt man im Tailbereich halt auf einen leichten Negativrocker für das maximale Gleitvermögen. Bei einer Auflage von 150 cm und unter einer Last von 88 Kilogramm weist das Board eine Biegung von 3,4 cm auf. Hierbei wurde das Board mit 15 PSI befüllt, so wie vom Hersteller empfohlen. Auf die Maße von 12,6 x 30 x 6 verteilen sich 331 Liter. Das Deckpad des Mistral Equipe ist absolut ausreichend groß dimensioniert und rutschfest. Zusätzlich besitzt das Board eine Ausstattung mit einem kleinen Transportnetz im Bugbereich. Neben dem extrem leichten Gewicht von 7,66 Kilo inklusive Finne hat das Board eine wirklich ausgezeichnete Verarbeitung. Zudem ist hier erwähnenswert, dass die Fertigungstechnologie umweltfreundlich gehalten ist. Für den gesamten Decks- und den Kantenbereich verwendet Mistral ein Single-Layer-Verfahren. Wie das genaue Fertigungsverfahren von Mistral aussieht, ist natürlich ein Geheimnis der Firma. Durch die umlaufend ausgeprägt runden Kanten des Boards haben wir hier eine befriedigende Kippstabilität. Das Board fühlt sich insgesamt etwas schmaler an, als es ist. Dadurch wird sofort dem Fahrer bzw. der Fahrerin ein sportliches Gefühl vermittelt. Der gerade Auslauf des Mistral Equipe ist hervorragend. Hier liefert der Rumpf im Zusammenspiel mit der Finne wirklich hervorragende Leistung, was die Spurtreue anbelangt. Der sportliche Gesamteindruck wird hierdurch natürlich nochmals unterstützt. Das durchgehend agile Gefühl, was man auf diesem Board besitzt, äußert sich auch in der Drehfreudigkeit. Beim Crossturn braucht man nur leichte Paddelimpulse, um die Richtung kontrolliert zu ändern. Und auch beim Pivot Turn kann hier durch einen leichten Ausfallschritt der Richtungswechsel einfach vollzogen werden. Insgesamt verlangt das Board aufgrund seines sportlichen Charakters ein wenig mehr Gleichgewichtsgefühl. Sehr gute Leistung bringt das Mistral Equipe in puncto Beschleunigung und Endgeschwindigkeit. Die Kombination aus dem leichten Negativrocker in der Bodenkurve und dem sehr leichten Gewicht führen hier zu Höchstleistungen. Im Test wurde eine Höchstgeschwindigkeit von 12,6 km/h bei 68 Paddelzügen pro Minute erreicht.
In unserem Test waren wir uns einig, schneller ist nur Carbon. In kabbligem Wasser besitzt das Board durch die runden Kanten eine gute Laufruhe. Allerdings bringt dieser Effekt auch mit sich, dass das Board ein wenig über die Längsachse rollt. Dadurch würden wir hier für dieses Board eher einen etwas erfahrenen, sportlich ambitionierten Fahrer empfehlen. Dies gilt insbesondere, sofern das Fahrergewicht 80 Kilo überschreitet. Wir haben die Hersteller in dieser Testreihe gebeten, ein möglichst passendes Paddel aus ihrer Palette auszusuchen, was möglichst mit diesem Board, was hier getestet wird, optimal harmoniert. Das bestens verpackte dreiteilige Paddel hat ein Gewicht von 600 Gramm. Das gelieferte Vollcarbon-Paddel passt hervorragend von seiner Performance und der Kraftübertragung zu dem getesteten Mistral Equipe in 12.6. Die Festigkeit des Schaftes oder die Biegung des Schaftes betrug hier 2 cm unter einer Last von 20 Kilogramm bei einer Auflage von 1,50 Meter. Weitere positive Eigenschaften sind eine wirklich sehr schöne optische Verarbeitungsqualität und ein sehr großer Verstellbereich. Das Mistral Equipe 12.6 ist ein super leichtes Touringboard bis 80 Kilo für die ganze Familie. Und nicht nur die Silberpfeil-Optik weist darauf hin, dass es sich hier um eins der hochwertigsten Touringboards am Markt handelt. Da das Board, wie schon erwähnt, grundsätzlich eine sportliche Ausrichtung besitzt, werden hier besonders die erfahrenen und fortgeschrittenen Paddler bis hin zum Profi bedient. Denn dieser Gruppe ist es natürlich dann auch möglich, einfach die Höchstleistung abrufen zu können. Die Empfehlung des Herstellers, das dreiteilige 100% Carbon-Paddel mit dem Modellnamen Ulani zu wählen, können wir hier nur teilen. Beides sorgte gemeinsam zusammen für eine Menge Spaß, besonders wenn es schnell zur Sache gehen soll.